Einen schönen guten Abend am dritten Advent zur Pressekonferenz. Herzlich willkommen nach dem Spiel der Krefeld Pinguine gegen die Straubing Tigers. Endergebnis 3:4 nach Penalty-Schießen. Glückwunsch an unsere Gäste zum Sieg. Tom Pokel ist da, der Trainer der Straubing Tigers, Pierre Beaulieu. Zum ersten Mal für die Krefeld Pinguine. 2804 Zuschauer haben das Spiel gesehen. Was haben Sie für ein Spiel gesehen, Herr Pokel? Ja, danke schön. Ich habe ein sehr hohe, intensives Spiel gesehen, wo Krefeld ziemlich schnell aus dem Startblock explodiert ist. Ich denke, dass wir waren etwas zu langsam mit der Scheibe, zu viel Turnovers, neutrale Zone. Wenn wir Schussmöglichkeit haben, wir haben nicht genügend Leute im Torraumbereich. Wir waren nach dem 0-1 haben vielleicht die Möglichkeit, wir haben ein Line-Game gehabt, nicht gegangen, aber ich denke, ich muss von meiner Seite Sebastian Vogel loben, weil ohne ihn wäre es wahrscheinlich 0:2 oder sogar höher. Wir haben uns neu formiert und die Jungs haben eine Antwort gegeben im zweiten Drittel. Ich denke, wir waren ein umgekehrtes Spiel gesehen. Im zweiten Drittel waren wir am Drücken und wesentlich viele Chancen. Die Führung übernommen. Ich denke, ein Schlüssel war 2 Minuten 3 gegen 5. So ich weiß nicht, momentan, ob ich glücklich, dass wir überhaupt extra Zeit gespielt haben, aber auf jeden Fall in der letzten Minute, letzte 2 Minuten, wenn wir die Führung haben, sollten wir das über die Runde bringen mit die volle Dreier. Aber ich denke, dass Punkteverteilung, beide Teams haben Punkte verdient heute Abend. In dem Sinn, 3 gegen 5 Unterzahl und ziemlich heftig unter Dampf und unter Druck im dritten Drittel. So, ich denke, dass Krefeld hat ein hervorragendes Spiel gespielt und diese erste Reihe war ziemlich hart zu kontrollieren. War nicht einfach, die Lösung zu finden. So, auf jeden Fall, wir haben gewonnen. Wir sind froh über den Sieg, aber ich denke, dass beide Teams haben Punkte verdient und von unserer Seite eine tolle Sebastian Vogel im Tor. Dankeschön. Vielen Dank, Tom Pokel. Pierre, your comment on today's game. Thank you. Congratulations, Tom. You got your team playing really well at this time of the year, and congrats on that. Thought that obviously with the coaching change and the energy that was going on around the club lately, this obviously was a big challenge for the guys to come in tonight and work as hard as they did. Really proud of the group for the way that they performed, the way that they dug in and stuck to what we put together as a game plan, what we talked about, and the 3 days of work since the coaching change. So I just got to say that I'm really proud of the guys, first and foremost. Start of the game, came out with good energy. We stuck to the game plan. We managed the puck. We wanted to be a team that some things we need to get better at is managing the puck and making sure that we're harder to play against. One of the things where we give up 92 goals against before tonight and last in the league for goals against. So we got to be harder to play against. We got to keep the puck out of our net, and that starts with playing with the puck in the offensive zone and recovering from the offensive zone into a defensive posture. So I thought we did a good job of that. Obviously scoring 35 seconds in creates a lot of momentum, good energy in the building. It's a nice reward for the fans. Get them out of their seats a little bit and use that energy. I think Tom touched on it. Big save by UC on the breakaway there. We stuck with it, and then in the second period we got away from it. The things that I just talked about. I think that we got a little bit soft on the walls. We started turning over the puck, and we created a lot of space for Straubing to regroup in the neutral zone, and they pushed us back and used that to their advantage. So managing the game in the second period, the last 3 minutes, we go down, 2-2 goal. And then we go down and waste an opportunity there instead of just dragging it, and then it ends up in the back of our net. So just growing pains with regards to how we, again, need to defend and make decisions. And then I thought the third period was, again, a great job by the guys sticking with it, rebounding, and going out and working to get points.
somebody's going to have to correct me if I'm wrong, but I think that's our first come from behind win, or come from behind point. So we did a good job of pushing there and making sure that we built momentum in the third period, which we can use into Tuesday in Berlin. Also ich fasse das zusammen. Pierre sagt, dass also Straubing wirklich in dieser Zeit des Jahres, wo es ja wirklich so ins Entscheidende schon reingeht, wirklich sehr, sehr stark war. Und seit dem Wechsel hier in Krefeld auf der Trainerposition ist natürlich viel noch im Umfeld los gewesen, aber da hat die Mannschaft heute auch Energie rausgezogen. Die hat hart gearbeitet, ist wirklich stolz darauf, was die Mannschaft gemacht hat. Die hat sich da wirklich heute reingehängt in dieses Spiel, hat sich zum Großteil auch an den Gameplan gehalten. Und es ist halt immer schwierig in so einer kurzen Zeit, in so einem Trainerwechsel da wirklich große Veränderungen vorzunehmen. Das Packmanagement, sagt er, das war heute okay, aber da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben und das muss noch ein bisschen besser werden, vor allem natürlich auch, was die Gegentore angeht. Da sind wir immer noch ziemlich weit unten drin. Ich glaube sogar die meisten Gegentore in der Liga, also das muss natürlich auch noch besser werden und auch in der neutralen Zone ein bisschen mehr zum Puck arbeiten, auch da den Puck mehr gewinnen wollen. Fans dann aber trotzdem mit diesem frühen Tor im ersten Drittel schon ganz gut abgeholt. Dann im zweiten Drittel, ja, so ein bisschen die Linie verloren, die Pinguine. Und da war an den Banden so ein bisschen nachlässig das Spiel. Da gab es auch Puckverluste. Und Straubing hat da viel Platz bekommen, hat das auch genutzt und hat Krefeld dann so unser eigenes Drittel zurückgedrängt. Dann natürlich der Rückstand, kurz nachdem selber eine große Chance noch da war für Krefeld. Dann im letzten Drittel, sagt Pierre, lief es wieder besser. Da lief es auch mit den Rebounds ganz gut. Da hat die Mannschaft wieder hart gearbeitet und glaubt also das erste Mal, dass man noch einen Punkt geholt hat, nachdem die Mannschaft zurücklag. Herr Pogel, wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, dass Sie da schon immer große Fortschritte gemacht haben und die Mannschaft immer so punktuell verstärken wollten. Das scheint auch dieses Jahr wieder bisher ganz, ganz prima zu klappen. Also Tabellenplatz 2 im Moment, viel besser geht es ja nun nicht. Was waren denn so die Punkte, die Sie jetzt noch für die neue Saison angegangen haben und wie klappt das gerade im Moment? Well, unsere Philosophie ist Character first. Team first, Character first. Wir spielen Eishockey, ist ein hervorragendes Spiel, aber wir haben es mit Menschen zu tun und es ist eine lange Saison. Beginnt in August im Training Camp und für uns ist sehr wichtig, dass wir Top-Charakter und Arbeitwidmung haben. Dieses ist für uns wichtig als Talent und wir haben 15 Neuzugänge vergangene Saison gehabt und ich denke, wir waren ziemlich glücklich mit etwas um die 12 oder 13, was ein guter Quote ist und wir haben ergänzt und wieder verstärkt und wir könnten, was allerwichtig ist, unser Kern behalten. So wir haben eine sehr gute Gruppe von der Arbeitwidmung her, Training, das Teamfeeling und das ist uns wichtig und die Neuzugänge, die passen ganz gut hinein und ich denke, dass für uns als Trainer die Kontinuität, dass wir haben wieder aufgenommen, wo vergangene Saison beendet hat mit den Taktiksystemen. Wir haben ein paar neue Sachen dazu eingebaut, so es läuft gut. Wir waren vergangene Saison relativ happy mit der Playoff-Teilnahme, beziehungsweise wir waren sehr knapp an der Top 6 im letzten Spiel gegen Ingolstadt verloren. Und dieses Jahr wir haben ein Mission, unfinished business, unerledigtes Geschäft, was wir heuer diese Saison zu Ende bringen wollen. Dankeschön. Pierre, you spoke about it's a short time since the coaching change. That leaves little time for changes that you can adjust. What can you adjust and what will be the main areas of focus that you put your work to? Also ich möchte wissen, das ist natürlich immer eine kurze Zeit oder auch ein Trainerwechsel. Was ist denn das, was man überhaupt erledigen kann? Wo wird Pierre mit der Mannschaft erstmal dran arbeiten? Das nächste Spiel ist ja auch schon bald. First off, I think that it's not that there's a ton of change that needs to be made. I've been here for a year and a half, and I believed in what we were doing. My hat goes off to Brandon for handling the situation the way he did, and working as hard as he did. He was a proud member of the Krefeld Penguins, and I think that what we need to do is just get back to an identity. And that's, again, like I said, being hard to play against, making sure that we are comfortable away from the puck, that not every shift is a situation where we try and win the game. We have to play 60-minute hockey games.
we have to defend better, and if we become more consistent in the way we manage the puck, hold on to the puck, embrace cycle in the offensive zone, stay balanced, and then defend in our D-zone coverage more consistently, we have the goaltending to win games and make big saves, as you saw tonight. And it's just the overall consistency of our habits day to day, and that leads to performance over 60 minutes, game in and game out. The next thing is just obviously, as I mentioned, there's a lot of challenges right now in this environment. So I think we need to do a better job of blocking those challenges out, sticking together in the locker room and making sure that we are not listening to the noise and guys stick together, everybody being a good teammate. And obviously, speaking to Tom's point, that's obviously one of the biggest reasons why they are where they are. Obviously, they're well coached, but character and attitude and mindset is something that makes good teams. So we got to try and find that and work tactically on the ice to tap into the things that will make us more successful. Also es ist natürlich gar nicht so viel, was er ändern möchte und auch nicht ändern muss. Er ist ja auch jetzt seit 1,5 Jahren hier, hat also Brandon Reed auf jeden Fall nochmal für die harte Arbeit und sein Herzblut gedankt, die er hier in die Organisation gesteckt hat, war immer stolz dabei zu sein. Und diese Identität, die gilt es halt jetzt weiter zu bewahren. Ne? Also Krefeld muss eine Mannschaft sein, gegen die man nicht gerne spielt, wo man sich anstrengen muss, sagt Pierre. Und es ist nicht die einzelne Schicht, die ein Spiel entscheidet, notwendigerweise, sondern man muss da so über 60 Minuten die Balance finden, konstant bleiben. Im Tor sind wir sehr gut aufgestellt, da können wir Spiele gewinnen, sagt Pierre. Und im Umfeld passiert natürlich wirtschaftlich gerade eine Menge, aber das muss man so gut es geht als Trainer von der Mannschaft fernhalten und dafür sorgen, dass in der Kabine der Sport im Vordergrund steht. Und hat es auch angesprochen, das was in Straubing eben auch sehr wichtig ist und ganz oben auf dem Zettel steht der Charakter einer Mannschaft. Auch das gilt natürlich hier für die Krefeld Pinguine. Gibt es Fragen aus der Runde? Ausnahmsweise nicht. Da gucken wir kurz aufs nächste Programm. Für Straubing, ihr habt jetzt ein richtig hartes Programm. Ne? Dienstag zu Hause gegen München, dann Freitag in Bremerhaven und dann kommt Mannheim am Sonntag. Das wird schwer, viel Erfolg dafür. Spannend an der Tabellenspitze. Wir fahren am Dienstag zu den Eisbären nach Berlin, sehen uns dann zum nächsten Heimspiel der Pinguine hier am kommenden Freitag gegen unsere Freunde von der Düsseldorfer EG. Gewohnte Freitagszeit 19:30 Uhr. Sonntag spielen wir dann in Augsburg. Bis dahin, danke für den Besuch, schönen 3. Advent.